sitze heute vor unserer Jurte und wollte mal so ein paar Sachen sagen, die ich wichtig finde, auf die man achten sollte, wenn man sich eine Jurte kauft. Das ist jetzt unsere dritte Jurte im Prinzip. Also wir haben, als wir hergezogen sind, eine andere Jurte gehabt. Da kann ich auch mal ein Video verlinken, dann da sieht man die kurz. Und ja, die haben wir dann irgendwann mal verkauft, beziehungsweise mit dieser ersten Jurte haben wir zwei Jurten direkt gekauft, also eine Wohnjurte und eine Saunajurte. Und dann haben wir die Wohnjurte verkauft und haben die Saunajurte praktisch umgebaut als, ja, jetzt ist es eine Gästejurte, und haben diese Jurte gekauft, um drin zu wohnen. Generell haben wir alle Jurten immer gebraucht gekauft, außer die Saunajurte, die war neu. Also alle Wohnjurten waren bisher immer gebraucht. Und ich will, ja, kurz wahrscheinlich nicht, es geht wahrscheinlich länger das Video, aber einfach mal sagen, so unsere Erfahrungen, was wir wichtig finden bei einer Jurte, die Vor- und Nachteile von gewissen Jurten. Und deswegen erzähle ich halt so ein bisschen, ja, wie vielleicht auch unsere erste Jurte aussah. Und zwar war das eine Jurte, die relativ hoch war, also von der Stehhöhe her innen gemessen. Die war also niedriger, die hier ist niedriger als die erste Jurte, die wir hatten. Und unsere erste Jurte stand, wenn man jetzt unser Grundstück anschaut, ganz unten, also an der untersten Stelle. Da läuft auch ein Fluss entlang. Und da stand sie eben ja mehrere Jahre. Und also vom Standort her, das ist vielleicht der erste Punkt, wenn ihr eine Jurte kauft, guckt genau, wo ihr sie hinstellt. Bei uns war der Nachteil da unten, dass es einfach feucht war, vom Fluss her relativ kühl auch, und dadurch natürlich der Stoff leidet, wenn er die ganze Zeit feucht ist. Wenn man da nicht drin wohnt, zum Beispiel auch im Winter, wenn die nicht beheizt ist, dann kann es ganz schnell sein, dass sie so Stockflecken bekommt. Deswegen ist es eben wichtig, das ist der zweite Punkt, dass die wirklich bewohnt ist, vor allem im Winter. Wenn sie nicht bewohnt ist, lieber abbauen, irgendwo lagern, wo keine Mäuse sind, damit man praktisch diesen Stoff schont. Wenn wir schon beim Stoff sind, der nächste Punkt, der wichtig ist, auf was man achten sollte, gerade in Ländern wie Portugal, wo die Sonne sehr intensiv ist, dass man im Sommer ein Schattennetz über die Jurte wirft. Erstens schont es den Stoff, weil man glaubt gar nicht, wie schnell auch Stoff porös und spröde wird hier durch die Sonne. Und die meisten haben ja so ein Plexiglas obendrauf als Dach. Das wird auch ganz schnell kaputt. Also Plastik hier generell geht relativ schnell durch die Sonne kaputt. Wenn man da ein Schattennetz drüber schmeißt, ist es wesentlich besser und hält länger. Also unser aktuelles ja, Dach praktisch, unsere Kuppel ist kaputt. Die hat es also runtergefegt vor ein paar Wochen. Und dadurch, dass sie so trocken gedörrt war von der Sonne, ist die auch gebrochen. Da brauchen wir jetzt eine neue, und das ist ein Riesenaufwand und auch nicht gerade billig, die praktisch wieder ranzubekommen. Deswegen Schattennetz. Der Vorteil an unserer ersten Jurte war, dass der Boden gedämmt war. Man kann oft ganz günstig Jurten kaufen, die haben dann aber weder eine Bodendämmung noch sind die Wände gedämmt. Bei der Wanddämmung gibt es in Portugal zum Beispiel Anbieter, die machen das rein aus Plastik, also so Art LKW-Planen. Würde ich jetzt nicht dazu raten. Also ich habe die selber noch nicht gesehen, kann das jetzt also nicht wirklich beurteilen, aber ich habe eben gehört, dass es einen Anbieter gibt. Ich persönlich finde, eine atmungsaktive Jurte ist einfach was ganz Wichtiges, würde das also nicht so machen wollen. Diese Jurte hier, die hat so eine Membran drin, also die hat jetzt nicht nur Canvas-Stoff, weil unsere erste Jurte hatte nur Canvas und Baumwolle, also die ganzen Layer waren praktisch Wolle, Canvas, und ganz am Außen, also dass die Jurte praktisch schön aussieht, von außen hatten sie nochmal einen Baumwollstoff gemacht. Und ich ja, finde es einfach atmungsaktiv, das ist das, was so eine Jurte ja auch ausmacht. Und wenn ich da jetzt Plastik reinmache, dann nehme ich diese Atmungsaktivität. Und diese Jurte hat eben Canvas und dazwischen so eine Membran, die aber auch atmungsaktiv ist. Ich zeige das nachher einfach mal, also gehe auch mal um die Jurte rum, weil gewisse Dinge ich dann auch besser zeigen kann. Also das zur Wand. Was ich gut finde, ist, wenn es doppelt gedämmt ist. Also wenn man praktisch eine Wolldämmung hat, die doppelt ist, weil das einerseits im Sommer, andererseits im Winter natürlich besser die Temperatur hält. Wobei, ich habe ein anderes Video gemacht, wo ich auch darüber erzähle, dass im Prinzip die Portugiesen hier haben nicht umsonst 70 cm dicke Casa-Wände gebaut. Das ist der kühlste Ort im Sommer, der wärmste Ort im Winter.
Und eine Jurte ist einfach sehr heiß im Sommer und kühlt natürlich auch schnell ab im Winter. Also es ist jetzt nicht das Nonplusultra. So, das zur Wand, also würde ich wirklich auch eine Doppeldämmung nehmen. Gerade in Portugal wird es auch kalt. Wir haben hier bis zu -5 Grad nachts. Da ist es natürlich schon sinnvoll, wenn man hat wirklich eine gute gedämmte Jurte. So, auf was ich auf jeden Fall unbedingt achten würde, das ist der Nachteil an dieser Jurte hier, ist, dass der Außenstoff, also die Stoffe praktisch, die hier also nicht auf dem Dach sind, sondern außen lang gehen, an der Seite praktisch lang gehen, dass die aus einem Stoff sind. Das ist super wichtig, weil wenn du eine Überlappung hast, ich zeige das wie gesagt nachher, wenn man eine Überlappung hat von den Stoffen, ist es eine Eintrittspforte für Mäuse. Also die finden das sofort und selbst wenn du keine Lebensmittel in der Jurte hast, die kommen einfach rein, wenn es kalt wird, weil du hast warm und dann kuscheln die sich gerne zu dir, was natürlich nicht so prickelnd ist. Also von dem her, das ist wirklich ein Nachteil an dieser Jurte. Wir haben das jetzt ein bisschen unschön gelöst, indem wir einfach ein Klebeband hingepappt haben. Ist jetzt nicht so optimal. Wir wollen es noch zunähen. Das war eben bei der anderen Jurte viel besser gelöst, weil das an einem Stück war und dadurch einfach keine Maus reinkam, weil man drumherum so ein Band macht, praktisch wie ein Gürtel oder mehrere, damit praktisch die Mäuse da nicht reinkommen. Und wenn man eben diese Überlappung hat, dann hat man immer noch das Problem, selbst wenn man diese Gürtel drumherum macht, dass die trotzdem irgendwie einen Schlitz finden. Mäuse brauchen nicht viel, um sich durchzuquetschen. Und es so mäusesicher zu machen, dass sie nicht keinen Weg nach oben finden auf die Jurte. Das ist, also da kann man ganz viel austesten und wird ganz viel Ressourcen nutzen. Und die Mäuse sind meistens dann doch irgendwie klüger. Deswegen ist es einfach besser, es ist von vornherein zu. Dann hat man dieses Geschieß, sage ich jetzt mal, nicht. Ja, also diese Jurte hier ist in Portugal gefertigt worden, ist natürlich auch eine günstige Variante dann, weil sie auch die Transportwege nicht hat. Man darf das nicht unterschätzen. Unsere erste Jurte ist eine Schweizer Jurte, die haben wir also von der Schweiz hierher transportiert. Also für den Transport von so einer großen Jurte muss man schon auch ordentlich in die Tasche greifen, weil wie gesagt, die hatte auch einen Boden. Und zwar ist sie sehr professionell gebaut gewesen, weil dieser Boden war wie so Tortenstückchen, die ja praktisch aneinandergereiht werden zu einem Kreis und die waren gedämmt, also wirklich bestimmt 10 Zentimeter stark, eine Dämmung, sehr durchdacht das ganze System. Aber hier in Portugal gibt es eben auch mehrere verschiedene Anbieter von Jurten. Wenn ihr also nach Portugal ziehen wollt, einfach mal gucken, was es hier so für Jurten gibt. Auch Jurtenarten. Es gibt ja auch welche, die kann man aneinander bauen. Dann hat man so einen Durchgang und verschiedene Höhen, verschiedene Durchmesser. Und also so über den Daumen gepeilt rechne ich immer so pro Durchmessermeter ungefähr 1.000 Euro. Da hat man so eine Hausnummer ungefähr, was eine Jurte kostet, die auch gedämmt ist und so weiter. Also die hier zum Beispiel hat 5 Meter als Durchmesser. Unsere alte Jurte hatte 6 Meter und die Saunajurte hat 2,5 Meter. Und dann kann man so ein bisschen ausrechnen, also wirklich nur Pi mal Auge. Das kommt immer auch auf den Anbieter an oder auch natürlich, ob du gebraucht kaufst oder nicht, was so eine Jurte kostet. Vom Aufbau her ist es so, dass wir sie immer erhöht aufbauen, dass wir praktisch so eine Art Empore bauen mit Steinen und darauf dann die Jurte platziert wird. Und diese zum Beispiel auch ganz anders aufgebaut ist als die Schweizer Jurte. Bei der Schweizer Jurte musste man nicht schrauben, also keine Verbindungen, die irgendwie mit Schrauben waren. Hier sind diese Streben, die Dachstreben, an diesem Ring, der oben drauf ist, rangeschraubt. Finde ich jetzt nicht so eine prickelnde Lösung. Und auch das Scherengitter, was außen rum geht, hat so Verbindungen in den Boden rein, wo man reinschrauben muss. Finde ich auch nicht so eine optimale Lösung. Also da war die Schweizer Jurte schon wesentlich professioneller gebaut. Aber es hat natürlich auch einen ganz anderen Preislevel. Also die Schweizer Jurte ist wesentlich preisintensiver als jetzt eben die portugiesische. Und darüber hinaus kann man natürlich sich selber ganz einfach Jurten bauen. Die Grundkonstruktion ist jetzt nicht so das Ding, weil hier zum Beispiel wachsen ganz viel, also schnell auch Mimosen. Wir kennen jemanden, der hat aus Mimosenholz, ich warte mal eben, da ist so ein bisschen Wind,
Der hat aus Mimosenholz eine Jurte gebaut. Es ist nicht das optimale Material, aber es geht und man bekommt es umsonst. Ja, und man kann sich das dann selber bauen. Das einzig Tricky-mäßige ist der Stoff. Also man muss natürlich eine Industrienähmaschine haben, um diesen dicken Stoff zu nähen. Und der ist auch recht kostenintensiv, wenn man eben mal guckt, ja, was so ein Stoff kostet, der ja auch eine gewisse ja, Qualität haben soll, dass er eben ja, nicht reinregnen lässt. Vielleicht dazu noch kurz was. Wir hatten in all den Jahren jetzt nie irgendwie eine lecke Jurte, dass wir Wasser drin hatten. Einmal hat es hier reingeregnet, das war aber ein ganz anderes Problem. Das hatte mit der Jurte an sich nichts zu tun. Ansonsten sind die einfach dicht. Also egal wie doll es regnet, dieser Canvasstoff, der hält das einfach. Bei der Jurte, genau, da ist es auch nochmal was ich als Nachteil sehe. Man sieht es im Hintergrund, da läuft so ein Seil entlang. Der Jurtenbauer hat praktisch ein Dach aus einem Stoff gemacht, was oben drauf gelegt wird, nachdem praktisch die Seite gemacht wurde. Und der ist aber so eng kalkuliert, dass der Überstand, also das, was praktisch drüber hängt über die Jurte, in meinen Augen zu wenig ist. Und teilweise eben, wenn man drin ist, sieht man so ein bisschen raus. Also klar, wo man raussieht, kommt Wind rein oder Kühle rein oder geht Wärme raus. Also die Wärmebrücken, also man darf da keine Bilanz ziehen, wie die ist, wenn man die eben heizt. Wir haben jetzt nicht das Problem, wir haben genug Holz, was wir verheizen können. Aber auf Dauer würde mich das, glaube ich, nerven, weil ich das Gefühl hätte, ich heiz irgendwie draußen mit. Und ja, also von dem her hat sich die Investition in diese Schweizer Jurte für uns gelohnt, weil es wirklich eine qualitativ hochwertige Jurte ist. Das muss man natürlich selber abwägen. Ich würde wirklich auf diese Dinge achten, auf diese Details achten, dass das wirklich Qualität ist, dass man auch, wenn man die Jurte, sage ich mal, 3-4 Mal abbaut, das nicht ist wie ein Ikea-Möbelstück, dass es dann die Grätsche macht, sondern dass es einfach Qualität ist und man die auf- und abbauen kann, ohne dass das Material zu sehr leidet. Und es ist natürlich hier, wenn man dauernd schrauben muss, ne, dann noddeln die Löcher aus oder es hält dann eben nicht mehr richtig. Und das ist für mich eine ungünstige Lösung. Also keine dauerhafte Lösung. Ja, das war so die Erfahrung, die wir haben. Und ich mache jetzt, weil das Video so lang geworden ist, einen Rundgang einfach mal, was ich aber extern dann hochladen werde. Also einfach den Kanal abonnieren, wäre so oder so cool, weil damit unterstützt du uns natürlich auch. Ja, und ich mache dann einfach nochmal ein Video mit Innen und Außen, wo ich die Sachen, die ich jetzt gesagt habe, nochmal abfilme und zeige. Dann siehst du das nochmal plastischer. Okay, das war's. In diesem Sinne. Es ist übrigens, egal wann du das Video siehst, heute ist der, glaube ich, 20. Februar und ich habe ein T-Shirt an. Das ist geniales Wetter. Bis dann, die Line.